Willkommen zurück zu einer weiteren SFS 2 Update-Übersicht. Heute haben wir alle neuen Sachen vom November 2025 und tatsächlich ist es eher eine SFS 1 Update-Übersicht, denn die meisten Sachen sind von SFS 1. Ich muss es in zwei Teile teilen. Heute haben wir die ganzen Bilder und Videos, beim nächsten Mal haben wir dann die Fragen und Antworten. Meine Quellen sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Beginnen wir mit den Sachen von SFS 2, damit wir sie aus dem Weg haben. Wir haben ein neues Triebwerk, das sieht ein bisschen so aus wie das Falkentriebwerk. Allerdings ist die Triebwerksgondel anders. Das Falkentriebwerk hat ja so eine graphitgraue Triebwerksgondel. Hier ist sie silbermetallisch und die hat unten einen grauen Ring. An dieser Triebwerksplatte oben sind noch weitere Komponenten dran befestigt. Ich kann euch nicht genau sagen, wofür die da sind. Wir haben hier 4 davon an einem Treibstofftank angebaut. Der Treibstofftank ist schwarz-weiß gestreift. Wir haben dasselbe nochmal im All bei einer deutlich kleineren Rakete und es sieht so etwa aus, als wäre das Triebwerk vielleicht doppelt so hoch wie die Kapsel auf der rechten Seite, die Aquila-Kapsel, oder 4-mal so groß wie der weiße Treibstofftank. Im Hintergrund können wir noch ein bisschen den Ozean von der Erde erkennen und einige Wolken. Das ist tatsächlich von Reddit, das ist jetzt noch zu meinen Quellen hinzugekommen. Das ist tatsächlich auch schon ein halbes Jahr alt, also vom Mai 2025 ist es. War mir bisher nicht bekannt, dass Steph auch auf Reddit Bilder postet. Wir sehen einige größere Krater. Oben links ist ein großer Krater, über der Kapsel sind 2 und weiter rechts ist auch noch ein größerer Krater. Es gibt natürlich viele kleine Krater überall auf der Oberfläche verstreut. Auf der linken Seite am Bildschirmrand, da können wir einige Gebirge erkennen. Das sieht man vor allem an den unterschiedlichen Schattierungen. Und rechts am Horizont, da sehen wir auch noch einige Berge. Da haben wir ein weiteres Bild und das ist wahrscheinlich nur ein Testbild, ja. Hier sind überall Krater verstreut. Wir sehen oben ein paar hellere Stellen. Wahrscheinlich die dunkleren Stellen hier sollten eigentlich so ein Mondbecken sein und oben ist so andere reguläre Oberfläche. Aber hier in dem Fall sieht man nur die Unterschiede in der Farbe, nicht die Unterschiede in der Oberflächenstruktur. Hier haben wir noch ein Video, das hatten wir auch so ähnlich schon mal. Ja? Und wir haben einen Astronauten, eine kleine Rakete und die hübsche Flagge. Jetzt zoomen wir raus. Wir sehen so einige Linien. Ja? Das liegt daran, dass die Chunks sich so minimal überlappen. Aber inzwischen sollte das Problem schon gelöst sein. Wir sehen hier ziemlich viel von der Oberfläche und tatsächlich auch ein bisschen was vom Tag-Nacht-Zyklus. Die Sonne geht da einmal außen rum. Ist natürlich sehr schön, wie das hier mit der Beleuchtung funktioniert. Wir zoomen wieder ran und auch hier ein bisschen Zeitsprung und jetzt ist nur noch ein kleiner Teil beleuchtet. Der Astronaut, die Flagge und die Rakete sind hell, aber der Boden ist inzwischen schon dunkel. Damit hätten wir SFS 2 abgehakt. Kommen wir zu SFS 1 und zunächst einer Ankündigung. Steph sagt nämlich, da wir mit der Arbeit an SFS 2 sehr beschäftigt waren, ist es schon eine Weile her, dass wir SFS 1 etwas Liebe geschenkt haben. Hier sind ein paar Dinge, an denen wir gearbeitet haben. Sobald die Veröffentlichung näher rückt, werden wir mehr über dieses Update verraten. Veröffentlichungszeitpunkt wird noch bekannt gegeben. Ja? Wir wissen nicht, wann das Update rauskommt. Das wissen die selber nicht. Gebt ihnen einfach Zeit, aber es wird auf jeden Fall spannend, was wir jetzt hier zu sehen haben. Wir beginnen mit ein paar Bildern von der Kartenansicht und hier haben wir das innere Sonnensystem. Ja, Jupiter ist hier gerade außerhalb des Bildschirms. Es gab eine Umfrage, was wäre euch lieber, graue Orbits oder bunte Orbits, so wie wir es hier haben. Ich persönlich habe auf bunte Orbits gestimmt. Erstens sieht das cool aus. Zweitens kann man dadurch die Orbitbahnfarben verändern. Das wäre für mich als Planetenbearbeiter nützlich. Ja. Auf meinem englischen YouTube-Kanal, da habe ich ja ein Tutorial für Parallax-Planeten gemacht. Und die Bahnen haben da zum Teil gestört. Wenn ich die einfach schwarz oder durchsichtig machen könnte, dann wäre das schon sehr nützlich. Leider haben die meisten auf Nein gestimmt. Das heißt, vielleicht haben wir es als Option, als Planetenbearbeiter. Ich hoffe es einfach mal. Das scheint jetzt SFS 2 zu sein. Wir gucken so ein bisschen flacher auf diese Planetenebene drauf. Das ist eigentlich eine 3D-Ansicht und wir sind ein bisschen geneigt mit einer Kamera. Und dann haben wir hier noch eine Ansicht, diesmal ist auch Jupiter mit dabei. Die Planeten hier bewegen sich in Anführungszeichen in die falsche Richtung. Die bewegen sich ja normalerweise im Uhrzeigersinn. Jetzt bewegen sie sich gegen den Uhrzeigersinn. Das hat einen sehr wichtigen Grund. Bisher ist es so, dass wir Planeten vom Südpol aus betrachten. Ja? Das, was wir sehen vom Planeten, ist der Südpol und alles bis zum Äquator hin. Jetzt ist es genau andersrum. Wir gucken vom Nordpol und dann bis zum Äquator. Das heißt, hier haben wir eine ganz andere Ausrichtung. Die Orbits der Planeten gehen jetzt quasi links rum. Das bedeutet auch in Zukunft, sobald dieses Update rauskommt, müssen wir Orbits links rum machen. Zukünftige Tutorials werden einfach nach links starten und nicht nach rechts. Und ich werde wahrscheinlich auch ein Tutorial machen, wie man dann die ganzen Orbits von Raumstationen oder anderen Sachen umdrehen kann. Das geht zum einen mit der Cheats-Expansion, ja, mit dem Teleportieren-Cheat. Allerdings kann man das auch mit Blade-Bearbeitung machen, tatsächlich ein ungenutzter Teil in der SFS-Community. Da werde ich dann ganz sicher ein Tutorial-Video dafür machen, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, damit jeder weiß, wie das funktioniert. Und damit hätten wir die Kartenbilder abgeschlossen. Jetzt haben wir ein paar Bilder zur Benutzeroberfläche. Hier haben wir eine Übersicht über Sonnensysteme. Die kann man an- und ausschalten. Bin ich mir jetzt nicht sicher, wofür die Funktion da ist. Ich meine, man benutzt es oder man benutzt es nicht. Dann haben wir den Pakettyp. Das ist hier ein Sonnensystem-Paket und die Version ist gerade nicht angegeben. Aber ich nehme an, man kann dann in einer bestimmten Datei die Version angeben. Ich nehme an, das ist eine andere Zahl
als die fürs Spiel verwendet wird. Hier ist es dann die Version des Planetenpakets. Es wäre natürlich toll, wenn man das separat angeben könnte. Der Autor, also wer das Planetenpaket erstellt hat. Und darunter haben wir noch 3 Knöpfe: Schließen, den Mods-Ordner öffnen und Mods herunterladen. Das heißt, Planetenpakete zählen ab jetzt als Mod. Ich habe da immer eine strikte Teilung zwischengezogen zwischen Editing und Modding. Das Modding kann grundlegende Konzepte in SFS ändern. Ja? Man kann Knöpfe hinzufügen, neue Anzeigen machen, welche Werte, welche Winkel die Raketen gerade haben und so weiter. Das kann man damit hinzufügen. Das funktioniert mit Editing nicht. Editing kann man quasi nur extra Sachen erfinden und dann auf diese SFS-Pyramide quasi drauf tackern. Aber wenn Steph jetzt sagt, Planetenpakete sind Mods, dann wird das eine Mod. Diesmal sind es nicht Planetenpakete, sondern Teilepakete und tatsächlich 2 bessere Beispiele. Wir haben auch hier kleine Bilder dazu, das hatten wir eben nicht. Vielleicht wird das noch dann hinzugefügt. Als erstes haben wir so ein Bremsschirmpaket. Ja. Vom Mod-Typ ist es diesmal anders. Es ist ein Teilepaket, nicht ein Planetenpaket. Die Version ist 1.1, okay, und der Autor ist N2O4 und die Beschreibung sagt, ein einfaches Paket, das Bremsschirme zum Spiel hinzufügt. Falls ihr Bremsschirme nicht kennt, die werden für gewöhnlich verwendet, bevor der Fallschirm ausgefahren wird. Die Bremsschirme wurden auch verwendet beim Space Shuttle. Ja, wenn das gelandet ist, kam hinten ein kleiner Fallschirm raus. Das ist genauer gesagt ein Bremsschirm, damit die Landebahn nicht 10 Kilometer weit sein muss. Und ich glaube, einige Kampfjets hatten auch diese Bremsschirme benutzt, aber da bin ich mir nicht genau sicher. Und dann das zweite Paket, das ist für Elektrizität. Das ist auch wieder ein Teilepaket. Die Version ist hier V0.6. Der Autor ist Verdix und ein einfaches Teilepaket, das Elektrizität hinzufügt. Das hatten wir seit der 1.4 nicht, ist also schon eine Weile her. Unten haben wir wieder die 3 Knöpfe: Schließen, den Mods-Ordner öffnen und Mods herunterladen. Ich weiß nicht, wie das da mit den Mods gemacht wird, ob das wie mit den Bauplänen auf einer zentralen Seite gemacht wird. Dann müsste man alle Sachen, die vorher auf den unterschiedlichen Plattformen fahren, wieder da drauf bringen. Also müssen wir schauen, wie das dann funktionieren wird. Wir kommen jetzt zu Planeten, denn die Planeten in SFS werden alle eine neue Textur bekommen. Als erstes schauen wir uns den Merkur an und auf der rechten Seite haben wir den bisherigen Merkur, ja, einfach grau, ein bisschen braun, ein paar hellere und dunklere Stellen. Auf der linken Seite scheint entweder ein echtes Bild zu sein oder eine sehr gute Zeichnung davon. So wird Merkur dann in etwa in Zukunft aussehen. Merkur kriegt tatsächlich auch nochmal eine andere Textur. Das scheint hier noch ein bisschen offizieller zu sein. Ja? Und ich glaube, das Design hier auf der linken Seite finde ich sogar besser als das davor. Es ist ein bisschen simpler und die Texturen in SFS sind ja im Allgemeinen eher simpel gestaltet. Monde vom Jupiter haben ja an sich die besten Texturen. Das sind keine Bilder, die da genommen wurden, sondern es sind Zeichnungen, die gemacht wurden extra für die Planeten. Die sehen so ähnlich aus. Man ist auf jeden Fall so weit dabei, dass man es wiedererkennen kann, aber es ist halt eben nicht identisch. Und es wäre cool, wenn die Zeichnungen ein bisschen näher am Original sind. Und ich glaube, das hier wird eine richtig coole Textur für Merkur sein. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dann haben wir Venus und es sieht hier im Grunde nicht besonders aus bisher, aber es ist tatsächlich ein Video. Wenn wir es laufen lassen, dann seht ihr, wie da Wolken hinzugefügt werden und das sieht schon mal deutlich besser aus. Bisher ist es ja so, dass bei den Planetendateien die Atmosphäre, die visuelle Atmosphäre aus 3 Teilen besteht. Ja, wir haben eine Atmosphärentextur, dann haben wir eine Wolkentextur und dann haben wir den Nebel. Der Nebel wird kaum verwendet. Ja. Man benutzt es im Grunde, um die tatsächliche Oberfläche des Planeten einzufärben, dass es aussieht, als würden wir durch die Atmosphäre durchgehen. Aber das wird hier scheinbar jetzt ersetzt, dadurch, dass man eine extra Wolkentextur auf den Planeten drauf packen kann, wenn man rauszoomt. Das wird auf jeden Fall sehr cool, wenn das tatsächlich gemacht wird. Und so sieht das schon deutlich näher an der echten Venus aus, als das, was wir bisher haben. Dann haben wir den Mars und wir haben hier wieder Vergleiche links und rechts. Rechts ist bisher, links ist, wie es aussehen wird. Und es ist deutlich brauner, deutlich dunkler. Ja? Rechts ist, wie man sich den Mars vorstellt. Links ist, wie der Mars tatsächlich aussieht. Ja? Das ist eher so ein Rostbraun anstatt so ein leuchtendes Rot. Das sind auch wieder dunkle Stellen, wie auf der rechten Seite. Allerdings gibt es hier eine Polarkappe, die gibt es vorher nicht. Ja? Und wir haben hier auch wieder einige Krater. Das sehen wir ja rechts auch. Und ein Grabensystem oben auf der linken Seite, da sehen wir eins. Dann haben wir einen Mond von Saturn, und zwar der Enceladus. Das ist ein Eismond, ähnlich wie Europa eigentlich, aber nicht mit den roten Streifen, sondern halt mit eher grauen Streifen. Sieht so ein bisschen aus wie die Gast-Textur von Minecraft. Ja. Da sind einige Krater drin und einige von diesen Rillen im Eis. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Das heißt, der Saturn wird möglicherweise im nächsten Update mit dabei sein, inklusive einer der Monde, Enceladus, und wahrscheinlich dann auch die anderen paar Monde. Hier haben wir noch eine andere Ansicht, und zwar haben wir hier Geysire, Fontänen, Ausstöße von Gasen. Es kann sein, dass es irgendwie in die
Atmosphärentextur eingearbeitet ist oder vielleicht ist es ein Teil der Wolken. Ich weiß nicht, ob das animiert ist in irgendeiner Form. Wir haben halt hier nur ein statisches Bild, also es ist nicht genau klar, was hiermit gemacht wird. Wir können auch ein bisschen was von der Oberfläche erkennen. Es ist ein bisschen hügelig, aber nichts Besonderes. Das ist also eigentlich auch ein ziemlich guter Ort, wo man eine Kolonie aufbauen könnte. Das hier ist ein weiterer Mond und lila ist tatsächlich sehr selten, deshalb ist es ziemlich eindeutig Triton, der größte und praktisch einzige Mond vom Neptun, und der sieht hier ziemlich gut aus. Ja? Oben haben wir eine lila Seite, links und rechts wird es ein bisschen bläulich und unten ist es so ein creme-weiß. Das sieht ziemlich gut aus. Wenn wir das mit dem echten Bild vergleichen, dann ist es tatsächlich auch ziemlich realistisch. Das heißt, im nächsten Update wird ganz sicher Saturn mit dabei sein, vielleicht Uranus und ganz sicher Neptun. Aber dabei bleiben wir nicht, denn hier haben wir Beweis, dass Pluto auch mit dabei sein wird. Das ist Charon, der größte Mond von Pluto und tatsächlich etwa die halbe Masse von Pluto. Also auf jeden Fall interessant, wie dann der Orbit gemacht wird. Wir müssen nämlich wissen, die Erde ist ja gigantisch. Ja? Der Mond ist immer noch gigantisch, aber deutlich kleiner als die Erde. Und wenn man die beiden zusammennimmt und deren Massenmittelpunkt ausrechnet, dann ist der tief innerhalb der Erde. Die Sache bei Pluto und Charon ist, dass Charon etwa die halbe Masse von Pluto hat. Okay? Wenn man den Massenmittelpunkt von den beiden ausrechnet, dann ist es außerhalb von Pluto. Man bewegt sich also mit Pluto um den Massenmittelpunkt ganz klein bisschen rum und mit Charon macht man einen gigantischen Bogen außenrum. Das ist ein gigantischer Unterschied und ich weiß nicht, ob das tatsächlich in SFS implementiert wird. Wäre natürlich ein gigantischer Aufwand, es wäre aber auf jeden Fall cool zu sehen. Dann kommen wir zur Erde und das ist der Beweis, dass wir jetzt vom Norden auf die Planeten drauf schauen, denn hier sehen wir Grönland, Nordpol. Wir sehen oben in der Mitte ein bisschen was von Nordamerika und weiter unten und links Europa und ein bisschen was von Asien. Okay? Wir sehen eine große Menge Wasser, also Ozeane werden auf jeden Fall auch mit dabei sein. Rechts haben wir natürlich wieder die klassische Erde, grün und dann ein paar hellere Flecken, langweilig an sich. Das bedeutet auch, dass ich mein Tutorial für Wasser auf Planeten an sich komplett beenden kann. Wir wissen zwar nicht, wann das Update rauskommt, aber sobald das Update rauskommt, wird mein Wasserplanetenpaket komplett irrelevant sein, ja, wenn man dann einfach Wasser zur Erde hinzufügen kann. Und wir gehen nochmal weiter mit der Erde. Wir zoomen hier ein bisschen raus und wir sehen viele Wolken auf der Oberfläche der Erde und wir sehen auch noch ein bisschen mehr was von der Erde. Die Wolken sind hier nicht Teil der Oberflächentextur, sondern so wie bei der Venus ist es eine separate Textur, die dann oben drüber gelegt wird. Diesmal können wir deutlich mehr von Nordamerika erkennen. Wir sehen fast alles an Kanada und ein bisschen was von den USA. Jetzt haben wir schon insgesamt so 3/4 etwa vom Planeten gesehen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der ferne Osten, aber da müssen wir mal in Zukunft schauen, was wir da noch für Bilder bekommen. Jetzt haben wir hier ein bisschen was an Meeresübergang und die Bilder muss ich einfach mal drehen, die wurden halt so aus der Textur ausgeschnitten. Dementsprechend drehe ich es mal. Hier sehen wir halt ein bisschen Strand, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen Wüste, nehme ich an. Wir haben diese sehr schmalen, helleren Streifen an Wasser. Das ist tatsächlich das physische Wasser, was man berühren kann. Ja. Die dunkleren Stellen sind dann wahrscheinlich am Meeresgrund einfach, denn wir können ja nicht in den Planeten reingehen. Ja, das funktioniert ja in 2D nicht wirklich. Wir würden den Erdboden ja trotzdem irgendwann treffen. Und das endet hier mit diesem hellen Streifen an der unteren Fläche. Und da haben wir hier nochmal eine Insel. Da kann man das nochmal ein bisschen besser erkennen, wenn wir hier nach rechts ins Wasser gehen. Ihr seht da diesen helleren Streifen und dann endet der irgendwie so ein bisschen, geht so ein bisschen ins Dunkle über. Hier scheint das Wasser aber ziemlich flach zu sein. Da kann man nicht besonders tief reingehen. Im Allgemeinen ist es eine Frage, wie tief wird das Wasser wirklich sein? Wie tief kann man da tauchen? Gibt es vielleicht den Marianengraben? Das wäre natürlich interessant, einfach so 12 Kilometer Tiefe zu tauchen mit einer Rakete. Müssen wir mal schauen. Natürlich wäre es toll, wenn es ziemlich tief ist, um zum Beispiel eine Sea Dragon Rakete zu starten. Dafür muss es natürlich ziemlich tief sein, für U-Boote natürlich auch. Jetzt haben wir nicht die Venus, sondern Titan, ja, der größte Mond vom Saturn, und davon haben wir halt ein Bild. Wir wissen nicht wirklich, wie es auf dem Titan aussieht. Wir haben einige wenige Bilder bisher bekommen, ja, aber das war schon ewig her und die Kameras waren nicht die allerbesten. Jedenfalls, so sieht es dann in SFS aus und das ist wirklich SFS, nicht SFS 2, denn wenn wir weitergehen und uns dieses Video hier anschauen, dann zoomen wir ran auf eine 2D-Ansicht vom Titan. Hier ist das Meer ziemlich dunkel, grau, schwarz, ja, und die Kapsel schwimmt tatsächlich in den Wellen ein bisschen durch die Gegend. Das heißt, die Kapsel schwimmt nicht nur im Wasser, sondern die wird auch von den Wellen beeinflusst. Ich weiß nicht, ob man die Wellen dann irgendwie mit Höhenkarten oder so verändern kann, dass man größere Wellen hat oder so. Das wäre natürlich ziemlich cool. Und ich nehme an, der Ozean, also das Meer im Allgemeinen, wird durch eine einfache Farbenveränderung verfärbt. Ja, dann kann man blau haben oder man kann halt hier eben dieses grau, braun, schwarz haben. Jedenfalls haben wir hier noch ein Video dazu. Hier sind wir auch wieder im Methan, ja, und das ist ein ziemlich kurzes Video. Wir sind auch näher dran als vorher. Das wird auf jeden Fall sehr cool.
Und das wäre es dann mit dieser Folge. Ich würde gerne wissen, was ihr von diesen neuen Updates haltet. Ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt. Vielleicht seid ihr es ja auch. In der nächsten Folge haben wir dann gigantische Fragen- und Antworten-Runde. Und das wäre natürlich auch interessant. Da sind viele Sachen dabei, die nützlich zu wissen sind. Aber das wäre es dann erstmal mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.